Kroatien. Wir lieben es immer noch, obwohl wir schon so oft hier waren. Dieses Mal sind wir allerdings mit unserem eigenen Boot unterwegs, was uns aufregende neue Einblicke eröffnet. Wir chillen mitten auf dem Meer, schwimmen in einsamen Buchten, entdecken unbewohnte Inseln und dann springen plötzlich mitten auf dem Meer Delfine um uns herum aus dem Wasser. Wahnsinn! Auf der Fahrt zu unseren Endzielen suchen wir immer ein paar interessante Zwischenstopps raus. So wird uns die Fahrt nie langweilig. Also bei Dornröschen war es nicht weniger zugewachsen. Cool, ne? Buongiorno! Buongiorno! Ah ne, wir sind ja schon in Slowenien. Ja, Cevapcici! Ne, das ist glaube ich schon noch weiter. das ist kroatisch. Mit dem Boot hinten dran ist es natürlich was schwieriger, frei zu stehen. Erst recht, weil wir mitten in der Stadt Zadar sind. Aber wir haben diesen Parkplatz hier gefunden. Da kannst du für 10 Euro 24 Stunden bleiben. Das kann man machen. Als wir das erste Mal überhaupt unser Boot nähe Zadar im Meer zu Wasser ließen, war lustigerweise meine Kollegin zur selben Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs mit Zwischenstopp Zadar. Ja, wir hatten uns vorgenommen, mit unserem kleinen Boot ans Kreuzfahrtschiff zu fahren, um zu grüßen. Die Kilometer waren ein wilder Ritt mit heftigem Gegenwind und starkem Wellengang. Wir kamen nur langsam voran und dachten, wir schaffen es nicht, bevor das Schiff ablegt. Da oben steht Gundi und winkt. Könnt ihr sie sehen? Links von der Deutschlandflagge. Da steht sie. Das war so aufregend, jetzt brauchten wir erstmal eine Stärkung. Die beste Eisdiele hier. In Zadar. Und Was ich hast habe Apfelstrudel, lecker. Ich habe Haselnuss. Ich habe Mango. Schmeckt es? Sehr gut. Und das Eis ist von Bob Rocks Ice Cream Shop. Wir haben für das Eis übrigens für 3 Kugeln 8,40 Euro bezahlt. Ich glaube, Zadar wird so ein bisschen unterschätzt. Hier gibt es aber jede Menge gemütliche Restaurants. Die Meeresorgel und der Gruß an die Sonne stehen immer auf unserer Liste. Das ist meine Nasenflöte, die ihr hört. Und meistens gibt es auf dem alten Marktplatz Live-Musik. Hier haben wir das erste Mal überhaupt geankert und hoffen, dass uns das Boot nicht abhaut. Hier sind ja überall nur Steine am Meeresgrund. Und die Insel da im Hintergrund, die gehört uns heute ganz alleine. Wir sind die einzigen Menschen hier. Schön. Sehr außergewöhnlich für uns. Wir stehen heute mal auf dem Campingplatz, weil wir hier auch unseren Trailer stehen lassen können. Wenn wir das Boot zu Wasser lassen und heute, morgen und übermorgen werden wir dann auch hier schlafen. Und hier gibt es direkt Liegeplätze für Boote und da liegt unser Boot. Wir haben von Temo diesen Tritt bestellt, der kostet ungefähr 8 Euro, funktioniert super. Hier ist extra so ein Gummi als Schutz. Dieser Sack hat sich für uns auch sehr bewährt, da packen wir ja so Zeug rein wie Flossen, Taucherbrillen, Schmutzwäsche, feuchte Handtücher, alles was man nicht im Auto haben möchte. Die mag ich hier. Und die ist echt strapazierfähig bis Ein jetzt. Handfeger und Kehrblech ist auch sehr nützlich, funktioniert sogar auch auf diesem Teppich. Da kriegt man so den gröbsten Dreck mit weg. Funktioniert natürlich nicht wie ein Staubsauger, aber man kriegt schon mal das Auto unterwegs mit sauber. Ein großes Packmaß ist sehr schmal, echt super. Aber mit Abstand die beste Anschaffung ist unser Kühlschrank. Der läuft Tag und Nacht, auch wenn das Auto steht. Da kannst du mit gefrieren. Das ist zwar eine teure Anschaffung, aber jeden Cent wert. Heute haben wir Besuch von einer Landschildkröte bekommen. Ich hole mir ein Stück Gurke. Die laufen hier manchmal rum. Es ist nicht immer aufgeräumt. Manchmal tobt auch einfach das Chaos im und ums Auto herum. Natürlich kein Urlaub, ohne dass irgendwas repariert werden muss. Hier der Stecker von unserem Trailer. Da haben die Lichter nicht funktioniert. Thomas hat erst vor kurzem seinen Bootsführerschein gemacht. Es ist also für uns alle eine ganz neue Erfahrung, hier auf dem Meer Boot zu fahren. Wir lernen, das Boot zu slippen, also wie man es an solchen Slipanlagen ins Wasser lässt.
wir müssen tiefer. Wir müssen schauen, wie und wo wir am besten ankern können, ohne dass sich der Anker löst und unser Boot abhaut, während wir auf einer einsamen Insel chillen. Oder es durch Felsen im Wasser beschädigt wird, wir aber trotzdem nah genug an die Insel heranfahren können, ohne zu lang schwimmen zu müssen. Und wir stellen fest, wie hart so ein Boot auf dem Wasser hüpft, wenn der Wellengang plötzlich stärker wird. Da wir noch gar nicht wissen, wie viel Sprit unser Boot verbraucht, haben wir einen Reservekanister dabei, um nicht fernab auf offenem Meer zu stranden. Als wir mit den Bootsfahrten gestartet sind, wussten wir noch nicht, wie abwechslungsreich und eindrucksvoll diese Erlebnisse werden. Also wir haben jetzt hier eine Tiefe schon von 32 Metern. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns zu der einsamen Insel. Und das ist hinter uns. Und da hinten ganz klein, da ist eine Kirche und da sind wir gestartet. Für mich sahen die Entfernungen zur nächsten Insel immer gar nicht so weit aus, aber das sind gut und gerne mal schnell 20, 30 Kilometer. Und das dauert mit dem Boot. Diese Felsen, der Wahnsinn. Krass, die Dinger, oder? Wir haben hier eine Pause eingelegt, einen Stopp. Wir haben nicht geankert, denn unter uns sind über 30 Meter über Grund. Aber es ist wahnsinnig schön hier. Das ist nichts Grünes. Schön. Weggerutscht. Hast du dir wehgetan? Nein. Aber ich blute und ich glaube, die Haie kommen. Bis 1989 gab es hier 2 Gefängnisinseln, eine für Männer, eine für Frauen. Das ist eine davon. Wir gehen da jetzt mal rauf gucken. Das ist Goli Otok, was so viel heißt wie nackte Insel. Ja, ich finde, man sieht, warum die so heißt. Hier wächst gar nichts. 10.000 bis 20.000 Häftlinge wurden hier zur Zwangsarbeit eingesetzt, gefoltert und getötet. Das ist ja so ein bisschen wie das Alcatraz Kroatiens oder damals Jugoslawiens. Wo sind hier Eier? Ah, da, tatsächlich. Die ist ja wirklich total nackt. Nichts Grünes zu sehen. Wir haben hier auf einer Insel angelegt. Ich will mal gucken, was es hier so gibt. Es scheint ein Futterautomat zu sein. Hier wird irgendwas gefüttert. Aber was? Aha, für die ist das Futter. Tschüss, Dammwild. In diesen steilen Felsen sollen eigentlich Geier sitzen. Was wir aber zuerst sehen, sind Mauersegler. Da oben ist eine riesige Höhle. Hast du was Cooles? Da sitzt ein Geier. Wahnsinn. Wenn da jetzt was abbricht und auf uns runterfällt. Ist nichts Belebtes, aber plötzlich kommen da Schafe oder Ziegen. Schafen, glaube ich. Boah, haben die eine Wolle. Schwitzen doch die. Müssen doch mal ins Wasser. Hier soll es ja so einen ganz besonderen Käse geben von Schafen, die auf den Inseln leben. Ob das die Schafe sind? Wir waren so viele Kilometer mit dem Boot unterwegs. Und ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich dachte, es wird vielleicht ein bisschen langweilig. Das war es aber wirklich nicht. Kroatien ist perfekt für eine Bootstour. Es gibt hier so viele Inseln, die meisten kann man erkunden und jede hat ihren eigenen Reiz. Mal sind sie dicht bewachsen und mal ganz karg. Es gibt tolle Buchten und manchmal sogar Höhlen. Manche sind flach, andere haben steile Felsen. Und da unten liegen wir. Weit draußen auf dem Meer sind wir an dieser Fischfarm vorbeigekommen und das ist offensichtlich ein beliebter Ort für Delfine. Für uns der magischste Moment unserer Tour. Die Delfine sind neben uns aus dem Wasser gesprungen und um uns herum geschwommen. Es war so schön. Oh nee, ist das schön. Aber das macht Spaß. Oh, es ist so schön hier. Es sind überall Delfine. Ich werde verrückt. Der Wahnsinn. Das war jetzt für uns eins der eindrucksvollsten und schönsten Erlebnisse auf der Reise. Ich habe mir natürlich mal wieder gar keine Gedanken darum gemacht, woher man weiß auf offenem Meer, wenn ringsrum nur Wasser ist, in welche Richtung man eigentlich fahren muss. Mit dieser Navigations-App können wir uns aber super orientieren und finden immer unser Ziel.
Diese kleine Grotte hier sah beim Vorbeifahren direkt interessant für uns aus. Also haben wir das Boot mal eben geparkt, sind hier rausgehopst und wenn das Licht richtig steht, sieht das Wasser richtig schön blau aus. Maren erkundet die Untiefen hier. Es ist gleich 17 Uhr. Wir sind immer noch 29 Grad. Und wir schwimmen mal rüber zu der Insel. Oh, das ist gefährlich. Kannst du dich schubbern wie eine Katze? Ja. Oder ein Wildschwein, ja. Da ist unser Boot in einer Bucht. Und hier gehen wir jetzt die Insel erkunden. Bis jetzt haben wir keine Menschenseele gesehen. Ein lebender Seestern. Kommt gleich wieder ins Wasser. Ganz schön schnell für so einen Seestern, finde ich. Mal gucken, was noch so kommt. Kommst du mit? Hier ist es so schön ruhig, ne? Aber wir mögen das alleine. Wir reisen deswegen alleine. Wir mögen auch nicht auf Campingplätzen stehen, weil da einfach zu viele Leute sind. Und hier sind wir echt alleine. Das ist nochmal eine nächste Etappe der Freiheit. Das ist echt schön. Die sieht so samtig aus. Die ist aber neugierig, hat keine Angst. Kommt sie sogar zu mir. Krabbelt sie an den Bein hoch. Ich halte schon mal auf hier hinten. Jetzt ist sie weg. Das ist die sogenannte Windhose. Inzwischen sind wir übrigens nicht mehr auf dem Campingplatz und unser Boot hat einen neuen Liegeplatz in Sveti Jurai. Das ist ein wunderschönes kleines Dörfchen. Unser Auto steht auch hier im Ort, auf einem Firmengelände, dessen Inhaber uns erlaubt hat, ein paar Tage da zu schlafen. So, hier haben wir jetzt gerade gefrühstückt. Und hier, da liegt unser Boot. Die Discovery. Nach vorne. Und da hinten um die Kurve, da schlafen wir und gucken dann auf diese Insel. Heute waren wir schon bis Senje gefahren. Das ist ganz da hinten. Schöne Buchten. Da geht es gleich wieder weiter. Hier haben wir heute Nachmittag mal angelegt an der Insel Krk. Wir sind ein bisschen durch die Straßen gebummelt und wir haben geshoppt. Unsere Urlaubsmitbringsel sind neue Flipflops. Hier haben wir eine leckere Pizza gegessen und jede Menge getrunken. Oder so. Hier sind richtig schöne Bäume. Dieser Baum ist auch der Wahnsinn. Der greift zum Meer, der Baum. Wofür dieser Baum gemacht ist, sieht man ja. Da steht unser kleines Boot. Und da ist übrigens die Tankstelle, wo wir getankt haben. Das ist eine richtig nette kleine Stadt. Man kann hier eigentlich noch mehr sehen und entdecken, aber wir müssen zurück, sonst müssen wir im Dunkeln fahren. Da, wo ich gerade hinzeige, haben wir angelegt, da wird einem auch gleich geholfen. Da kommt dann gleich jemand und fragt, wie lange man bleiben möchte und helfen beim Anlegen. Und 2 Stunden, wie gesagt, ist kostenfrei. Danach muss man bezahlen. Wir waren länger da, aber die waren hier sehr freundlich, haben gesagt, für das kleine Boot ist das schon okay. Und jetzt fahren wir wieder raus und hoffen, dass wir gleich irgendwie eine schöne Bucht finden, wo wir uns abkühlen können. Uns ist sehr, sehr warm. Schnucki ist schon vorgeschwommen und Felix schwimmt jetzt hinterher. Felix fängt an zu angeln. Heute ist das Essen gesichert. Da kommt die Fähre von der Insel Pak. Hier stehen schon die jungen Leute, die rüber wollen, weil da Party gemacht wird. Das ist eine Partyinsel. Und hier sind die Poller zum Anlegen. Die sind mal riesig. Wir haben gerade recherchiert, die Fähre von hier nach da, von Do nach Park, kostet für unser Gespann mit dem Boot und unseren 2,5 Personen ca. 40 € eine Richtung. Wir sind auch dieses Mal wieder in Split gelandet. Mann, zwischen solchen Yachten würde unser Bötchen aber winzig aussehen. Von allen Städten, die wir bis jetzt hier gesehen haben, ist Split die schönste und die abwechslungsreichste. Diesmal sind wir mit dem Auto hergekommen. Vielleicht kommen wir nächstes Mal mit dem Boot und parken das einfach voller Stolz neben so einer fetten Yacht.
dem Bummeln, Trubeln und Sightseeing wurde es Zeit für eine Mütze Schlaf. Heute hat es nicht geklappt mit der Schlafplatzsuche. Deshalb stehen wir jetzt im Herzen von Split auf einem Camperparkplatz. 10 Euro für 24 Stunden zahlt man hier. Ist nicht ganz so charmant wie manch anderer Platz, aber zum Schlafen ist es völlig ausreichend. Wir haben aber sogar auch mit dem Trailer ein paar richtig schöne Schlafplätze zum Freistehen gefunden. So ein Blick aufs Meer aus dem Bett raus ist schon schön. Aber die Ruhe des Waldes ist auch toll. Obwohl, Ruhe? Die sind ganz schön laut, die Viecher. Wir haben mal Revue passieren lassen, was wir auf all den Reisen mit unserem Auto hier schon erlebt und gesehen haben. Unser Fazit nach der Reise mit dem Boot diesmal ist auch eindeutig positiv. Kroatien eignet sich hervorragend für Touren quer durchs Land und auch zu Wasser. Kroatien bleibt eines unserer Lieblingsreiseziele. Kaum ein Land bietet so viel Abwechslung. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Trip, denn the globe is calling us.